Wenn es eine Restriktion von maximal einem Account pro Haushalt gäbe, dass man gezwungen ist, mit anderen zusammenzuspielen, Lightspeed, TBH, dann würde keiner spielen. Das würde die Spielerzahl um literarisch 50% reduzieren. Mehr als 50 sogar, weil viele ja auch mehr als zwei Chars spielen. Ich fürchte, das wäre keine gute Idee. Würde ich nur mit einem Arbeitslosen machen, der immer kann, wenn ich Lust habe. Eben. Stell dir mal zwei Immerhin natürlich, mit so jemandem ein Team zu bilden, wäre natürlich auch ein bisschen bescheuert. Ja, aber wenn du nur solche Leute kennst, kann ja auch sein. Vielleicht bist du ja auch der mit der seltsamen Schicht. Krausch. Mal angenommen, du kennst nur solche Leute, mit denen du dir das vorstellen könntest. Ja, was machst du dann, wenn der in der Woche, wo du jeden Tag ab 18 Uhr zocken willst, hat er Spätschicht oder so? Oder du kommst immer erst um 18 Uhr nach Hause, kannst also wirklich nur sehr spät abends zocken und der andere hat Spät- oder Nachtschicht oder so. In dem Fall eher Nachtschicht. Dann könntest du immer höchstens 2-3 Stunden am Tag zusammenspielen und die gesamte restliche Zeit ist einer auf Arbeit oder der andere schläft. Oder whatever. Also, man muss fairerweise sagen, diese Option, ganz einfach, einer von beiden muss sich einen neuen Job suchen. Ja, wie gesagt, natürlich wäre es grundsätzlich klug, dann nicht sich mit so jemandem zusammenzutun, schon klar. Aber wie gesagt, wenn du halt nur einen kennst, der live zockt, bei dem du dir das vorstellen kannst, wo du dem auch vertraust, dass du ihm Fett Items gibst und so, oder dass man sich die Items teilt und was auch immer, muss man ja schon ein bisschen Vertrauen haben. Also würde ich jetzt nicht mit jedem dahergelaufenen wahrscheinlich machen. Die meisten Leute würden das jetzt wahrscheinlich nicht mit jedem sich vorstellen, so direkt, wenn man wirklich so eng zusammenspielen muss, weil es nicht mehr anders gehen würde. Und wie gesagt, ich meine, wenn jetzt halt, du kennst halt nur einen oder sagen wir 2, 3 Leute, die live spielen und da passt es halt einfach nicht, dann hast du schon ein Riesenproblem dann plötzlich. Und das wird dann eher dazu führen, dass die Leute dann eher nicht spielen, als sich mit irgendeinem Random zusammenzutun, wo sie nicht wissen, ob der dich nicht nach 2 Wochen abzieht und dein ganzes Equipment klaut oder so, weil du ihn gar nicht wirklich kennst. Ist halt schwierig. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit muss man, finde ich, das schon auch berücksichtigen. Zumindest wenn du weißt, ich meine, Flive ist natürlich immer so ein extremes Beispiel leider, weil das Spiel einfach so bescheuert aufgebaut ist, vor allem wegen den M-Buffs, die dir ja fast keine andere Wahl lassen, als so zu spielen, wie wir es alle tun. Aber wenn du weißt, dass deine Community Durchschnittsalter weit über 18, wahrscheinlich weit über 25 heutzutage, ich meine, dann kannst du es halt auch nicht, dann kannst du so eine drastische Änderung nicht machen, ohne sowas zu berücksichtigen, dass eben eigentlich jeder berufstätig ist und halt eigentlich keine Zeit hat, dann sich ewig Leute zu suchen oder so. Auch nicht die Kraft, die Motivation dazu hat. Dann schaffst du es endlich am PC nach einem langen Arbeitstag oder whatever. Und dann musst du dann erstmal auf die Suche gehen, mit wem zocke ich jetzt überhaupt, weil wenn ich niemanden finde, kann ich gar nicht spielen, so ungefähr. Sollte man natürlich schon berücksichtigen. Und bei anderen Spielen ist das halt natürlich irrelevant, weil die nicht so aufgebaut sind, dass man das braucht. Da kannst du halt immer einfach loslegen. Plus die Communities bei vielen Spielen sind natürlich auch viel jünger, wo du sagen kannst, naja, da hast du solche Probleme gar nicht. Aber wenn ich hier in den Chat gucke, ja, wie viele Leute hier irgendeine Schicht haben, wechselnde Schichten und so weiter. Absoluter Albtraum, sich mit so jemandem zusammenzutun. No front, aber schwierig. Also gefühlt jeder dritte Fleischspieler hat Schichtsystem. No joke. 2 von 3 Fleischspieler arbeiten Schicht. Habe ich gerade 2 von 3 gesagt? Ich meinte 1 von 3. Also grundsätzlich schon ein interessanter Gedanke. Würde ich jetzt aber definitiv nicht auf dem FEC machen. Das wäre eine Idee für so einen Oldschool-Server. Würde ich sagen. Also wenn Flive oder wenn Gala nochmal was Neues machen will, nochmal richtig Oldschool, da könnte ich mir das vorstellen. Auf der anderen Seite aber ist es halt auch unmöglich, das zu kontrollieren.
Weil selbst mit IP, ja, es gibt VPN, es gibt VPN-Tunnel, du kannst 8 Browserfenster offen haben, jedes mit einem anderen VPN-Tunnel. Also, wie willst du das verhindern? Das geht ja gar nicht. Also, praktisch würde es eh nicht funktionieren. Davon mal abgesehen. Also theoretisch hättest du schon manche Probleme, aber selbst praktisch heutzutage mit den ganzen technischen Dingern und AI und so, es wird ja immer leichter, sag ich mal, solche Restriktionen zu umgehen. In dem Fall bräuchst du literally nur ein VPN. Und VPN-Tunnel und so weiter, also es wäre super einfach. Also würde sich am Ende eh keiner dran halten. Aber für den FEC grundsätzlich wäre es auf jeden Fall keine gute Idee. Ich würde es, wenn überhaupt, dann in einem anderen Rahmen machen. Du machst einen Oldschool-Rahmen, Oldschool-Server, auch temporär vielleicht, und sagst da dann jeder nur einen Char. Aber wie gesagt, wie willst du das überhaupt kontrollieren? Unmöglich. Davon mal abgesehen. Das würde nur funktionieren, wenn du einen Oldschool-Client machen würdest. Dass du zumindest sagst, der Client auf jedem Gerät geht grundsätzlich nur einmal öffnen, wo es dann schon ein bisschen komplizierter ist. Dann kannst du zwar immer noch betrügen, mit Laptop plus PC, Tablet, whatever, oder mit virtuellen Maschinen, mit virtuellen Desktops etc. Kannst du auch umgehen, ja, aber das ist dann schon viel aufwendiger. Ein VPN hat heutzutage auch fast jeder, kostet auch nicht viel. Mehrere PCs, Computer, Laptops oder die Möglichkeit, da 10 virtuelle Maschinen zu öffnen, ist schon ein bisschen aufwendiger. Also wenn du einen Klient hättest für einen Oldschool-Flive-Server sozusagen, der sich grundsätzlich nur einmal öffnen lässt, dann könntest du sowas schon eher forcieren. Weil sich natürlich dann die Leute aufregen würden, weil sie sagen würden, ja, wieso gibt es denn jetzt einen Oldschool-Server-Client und für Flive Universe gibt es immer noch keinen, so ungefähr. Aber wie gesagt, für den FEC keine gute Idee. Grundsätzlich eine interessante Idee. Einfach nur, also für mich wäre es hauptsächlich interessant, um zu sehen, ob es funktioniert, weil ich bin mir ziemlich sicher, es würde nicht funktionieren. Eher nicht. Vor allem nicht langfristig. Aber ja. Kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass sie sowas machen.